Es ist September. Draußen sieht es zwar noch aus nach Sommer, aber für mich bedeutet September Herbst. Und deswegen freue ich mich, heute ein paar Blättertipps weiterzugeben. Und zwar ist das jetzt hier kein Witz, sind das Blätter, wie ich sie ja vor einer Weile noch gemacht habe. Ist auch gar nicht schlimm, eher kindlich. Ich hatte aber so meine Probleme mit dem Eichenblatt. Das habe ich immer wie so eine Wolke gemalt. So ein bisschen, ja, wie eine grüne Wolke mit einem Strich dran. Und das Schlimmste war für mich das Maple Leaf, das Ahornblatt. Mein Gott, ich hätte vielleicht vorher mal die Blätter lernen sollen, hätte in der Grundschule besser aufpassen sollen. Und habe da diese Bogen und Häkchen, das hat nie geklappt. Und ich will euch heute ein paar Tipps geben, wie euch das gelingt. Vielleicht könnt ihr es euch damit ein bisschen besser merken. Und dann sieht vielleicht euer Blatt nicht mehr so aus, sondern so. Wobei ich das hier gar nicht schlecht machen will. Ist ja auch irgendwie süß. Auf jeden Fall werde ich heute meine neuen Lieblingsstifte verwenden. Das sind wasserlösbare Wachspastellstifte von der Marke Caran d'Ache hergestellt. Und also auch die Firma kommt aus der Schweiz und dort werden die auch hergestellt. Und ich kann euch nur so viel sagen, ich habe sie in den Händen gehalten, habe damit was gemacht und ich lüge nicht, ein bisschen geweint. Also es liefen jetzt keine Tränen, aber ich habe gesagt, Thomas, ich liebe sie, weil ich sie so sehr liebe. Und ich habe hier eine kleine Mini-Auswahl an herbstlichen Farben. All diese Farben stammen aus dem 40er-Set. Wir haben bei uns im Shop verschiedene Sets und die sind aus dem 40er-Set. Und ja, ich liebe sie und das ist meine kleine Herbstauswahl. Die kommen hier beiseite und ich zeige euch als allererstes, was man mit diesen wasserlöslichen Wachspastellen so machen kann. Denn wenn man die so verwendet, ich mache einfach mal ein kleines Herzchen, dann sehen die total schön aus, haben so eine total schöne raue Struktur. Und wenn man dann mit Wasser reingeht, kann man diese Pigmente nochmal lösen und dann hat man wundervolle Aquarellfarbe und kann damit so einen richtigen Aquarelleffekt erzeugen. Man kann die also einfach nur so lassen, ohne danach mit Wasser drüber zu gehen. Man kann mit Wasser drüber gehen. Man kann auch einfach hier so ein bisschen abtragen. Geht genauso. Und was man auch machen kann, ist, dass man sich so ein kleines Fleckchen aufs Papier bringt, vielleicht auf dem Blatt Schmierpapier. Und dann kann man von da immer wieder die Farbe abtragen und kann da eben auch verschiedenste Dinge mitgestalten. Dieses Blau hier, das ist das Ultramarinblau und das mag ich sehr. Ein wunderschöner Blauton. Vielleicht nicht unbedingt Herbst, aber ich habe ihn jetzt mal in meine kleine Herbstkollektion mit reingenommen, weil ich gerade die Mischung mit Orange, Gelb und dann so einem richtig schönen, tiefen, knalligen Blau ganz schön finde. Der kommt jetzt erstmal wieder beiseite. So habt ihr also auf jeden Fall gesehen, was man mit diesen Neocolor 2, so heißen sie, es gibt von der Marke Caran d'Ache auch die Neocolor 1. Die sind nicht wasservermalbar, die 2 eben schon. Und ich nenne sie zwischendurch meine Caran d'Aches, manchmal nenne ich sie die Neocolor 2 oder einfach nur meine Wachspastell. Ihr wisst, ich arbeite mit denen, die wasserlöslich sind und das kommt uns heute zugute. Ich schiebe mein Blatt mal ein ganz bisschen, denn gerade bei solchen Blättern wie dem hier will man gerne mal vorzeichnen. Und in dem Fall ist das Vorzeichnen gleich schon der erste Schritt für unser Blatt Papier. Und wir wagen uns als allererstes an dieses wunderschöne Ahornblatt. Ich habe gerade tief Luft geholt, weil ich schon wieder Maple Leaf sagen wollte. Ich glaube, es sind alles verschiedene Sorten eben von Ahorn. Werde ich gleich mal, wenn ich dieses Video fertig gedreht habe, nachgucken, ob ich euch hier irgendeinen Schmarrn erzähle und dieses Blatt vielleicht ganz anders heißt. Wir wissen es nicht. Ich habe hier als allererstes einfach nur eine Ockerfarbe, also das ist die Farbe Ocker. Und ich finde, es ist ein schöner Start, die ist nicht zu kräftig, nicht zu deckend, dass wir uns damit was kaputt machen, wenn wir uns mal so ein bisschen vermalen. Und ich zeige euch jetzt Step by Step, wie euch dieses wunderschöne Herbstblatt gelingt. Wir starten als allererstes mal mit einem leicht gebogenen Strich nach oben. Das ist sozusagen die Wirbelsäule des Blattes. Hier arbeiten wir uns immer wieder entlang und die drückt da nicht super fest auf, sondern bin einfach mal so ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Und im unteren Drittel nehme ich mir dann so einen kleinen Fixpunkt. Da mache ich mir auch meistens so wie so einen kleinen Punkt. Und von da aus ziehen wir mal nach links und nach rechts so einen kleinen, ganz leicht geschwungenen Strich. Das ist kein steifes Kreuz,
Das ist jetzt nicht so, sondern ihr seht hier, wir haben hier einen leichten Bogen und hier auch wiederum ganz minimal einen Bogen. Dann wandern wir ein bisschen rauf auf unserer Wirbelsäule sozusagen und immer noch im unteren Drittel, also nicht ganz in der Hälfte, legen wir unseren Punkt fest und dann ziehen wir mal von da schöne Arme nach außen. Ich nenne das jetzt einfach mal Arme, wie so ein Seestern oder so, der sich ausbreitet. Und mein Problem war immer, dass ich die viel zu kurz gemacht habe und dann wirkte mein Blatt immer sehr gedrungen. Die können aber ruhig richtig schön weit raus. Dann wandern wir nochmal rauf ins obere Drittel und da kommt dann nochmal so links und rechts nochmal 2 Arme raus und dann ist das hier unser Gerüst. Wenn ich dann einen Kreis drum mache, könnte das aussehen wie so ein Basketball oder so. Naja, vielleicht lenkt euch das jetzt auch ab. Also vergesst den Basketball wieder. Wir machen keinen Kreis drum. So ist unser Gerüst. Leichte Schrägen, mehrere Arme, die zeigen nach oben. Yippie! Wie so kleine Cheerleader-Arme, die nach oben zeigen. Vielleicht ist das ist sogar ein Cheerleader, der in die Luft springt und die Beine so auseinander gerätscht. Und hier unten haben wir eben ganz leicht geschwungen noch diese beiden Bögen. Wenn wir dann hier oben angekommen sind, ich verlängere mir das nochmal so ein bisschen, dann kommt da unser spitzer Hut oder auch ein Pfeil dran. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Pfeil, könnte auch ein spitzer Hut sein. Und dann ein Bogen drumrum, Bogen drumrum. Und vielleicht erkennt ihr jetzt den ersten Step schon von eurem Blatt. Hier haben wir wieder ein spitzer Hut. Hier auch wieder ein spitzer Hut. Und ich drücke relativ fest auf, damit ihr das jetzt schön seht, schön den Kontrast im Video habt. Aber ihr könnt natürlich eher sanft, eher vorsichtig aufdrücken, weil dann kann man noch so ein bisschen nacharbeiten. Und wenn man dann später mit Wasser reingeht, noch ein bisschen die Farbpigmente weiter spielen lassen. Ab diesem Punkt hier, also diesem Hut, da kommt nochmal ein Bogen und ein Bogen. Und ab dem Zeitpunkt mache ich so ein bisschen Freestyle. Ich mache mir immer wieder so kleine Häkchen rein. Vielleicht hier 1, 2, hier mache ich mal einen dritten rein. Das mache ich nicht genau gleich und genau parallel. Wenn ihr euch mal so ein Blatt anschaut, da sieht nicht alles gleich aus und links und rechts genau gespiegelt. In der Natur ist alles so ein bisschen wild und unberechenbar und am Ende aber wird daraus ein schönes Bild. So, das war kein grammatikalisch korrekter Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach mal so ein paar Zacken rein, hoch, runter, wie so kleine Wellenbewegungen. Hier kommt wieder ein Zacken runter, hier kommt ein Zacken runter, weil das sehr markant ist, diese spitzen Seiten, die spitzen Arme. Hier seht ihr nochmal eine andere Version, da bin ich mit anderen Farben reingegangen. Und dann bleibt mir hier zum Schluss so ein bisschen auch die Möglichkeit, mache ich hier noch ein paar Zacken rein, Zacken, Zacken und vielleicht hier noch so ein kleiner Bogen oder gar kein so großer Bogen, das bleibt eigentlich euch so ein bisschen überlassen. Und dann kommt wieder Zacken. Und hier vielleicht auch noch unten. Und das mache ich immer so nach Gefühl, wie mein Blatt dann aussehen soll. Und unten komme ich wieder an den Ursprungspunkt. So unten zusammen. Und dann habt ihr so ein Blatt. Das kann man üben. Das passt nicht gleich beim ersten Mal. Manchmal muss man das mehrfach machen. Für mich war der größte Aha-Moment, dass diese Arme hier schön lang rausgehen. Die habe ich immer viel zu kurz gemacht und dadurch war mein Blatt ganz gequetscht und gedrungen. Und die geben euch dann schon so ein bisschen vor, wo es lang geht. Und hier unten, diese Blätter habe ich auch gern mal vergessen. Ich wollte immer so ein Ahornblatt machen und dann sind unten irgendwie habe ich es nie hinbekommen, dass da diese schönen, dicken Bereiche entstehen. Und mit diesem Grundgerüst passt das eben. Was ihr dann machen könnt, und das ist jetzt das Besondere an den Caran d'Ache oder allgemein an den wasserlöslichen Wachsmalstiften, da gibt es ja auch andere, oder ihr habt mit einem Aquarellbuntstift vorgemalt, vorgezeichnet, da geht es genauso. Ihr könnt das eben so lassen, ihr müsst jetzt nichts mehr wegradieren. Und ich gehe dann jetzt so ganz sanft einfach noch mit einem anderen Farbton. Hier haben wir Rot-Orange, passt zum Herbst. Gehe ich nochmal drüber. Und ich mache das nicht fest und nicht deckend. Ich mache das wirklich so ganz sanft. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen mit einem Hellorange auf der anderen Seite so rein. Und ich verblende mir jetzt schon ein bisschen die Farben. Beim Herbstlaub ist es hier so, das hat nicht einen gleichen Ton, sondern meistens sind da diese wunderschönen Farbverläufe in solchem Herbstlaub drin. Und das will ich jetzt hier auch wieder aufgreifen. Also ich vermische hier so ein bisschen die Orange, alles so in einer erdigen Farbfamilie, Orange, Beige. Hier noch ein bisschen Helleres mit rein. Und ich kann diesen Rand auch noch später noch ein bisschen ausbessern. So sieht mein Blatt also jetzt aus und jetzt kommt eben Wasser ins Spiel.
Und ich habe einen 4er Rundpinsel, das ist der Rundpinsel von der Marke Van Gogh. Und das zählt, gerade die Größe 4 ist wirklich, gehört zu meinen allerliebsten Lieblingsgrößen, weil der so variabel einsetzbar ist. Ich kann damit schon relativ große Flächen aus Papier bringen oder viel Farbe. Ich kann aber, weil diese Spitze so filigran und fein ist, auch wirklich noch total fein arbeiten. Deswegen ist es mein Lieblings-Allrounder-Pinsel. Was ich jetzt mache mit meinem Lieblings-Allrounder-Pinsel, ist einfach rein und die Farbe so ein bisschen anlösen. Wenn ich nur einmal drüber gehe, dann bleibt diese leichte Schraffur. Wenn man die haben möchte, dann ist das wunderbar. Wenn ihr sagt, oh nee, ich will das nicht, ich finde das irgendwie nicht so schön, dann müsst ihr einfach mehrfach übers Papier gehen. Ich benutze hier von Hahnemühle das Expression-Papier und das verträgt das sehr, sehr gut. Und dann löst sich auch diese Textur, wenn ihr das eben nicht wollt. Ich persönlich finde, die Mischung ist wunderschön. Ich finde, das gibt dem Blatt noch so ein bisschen Tiefe. Könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr das haben wollt oder nicht. Könnt es ja mal ausprobieren. Und was ich auch versuche, immer wieder einzubauen, sind so ein paar kleine Weißräume. Also ich male hier nicht mein Blatt komplett aus, sondern lasse immer mal wieder einen kleinen Weißraum. Und gehe hier nach und nach über mein gesamtes Blatt. Blatt ist jetzt soweit in der ersten Schicht fertig. Was ich jetzt als nächstes mache, ist, dass ich mir so ein schönes Rotbraun nehme. Hier oben ein bisschen auftrage. Müsst ihr natürlich nicht auf eurem Blatt Papier machen. Das könnt ihr genauso auf so einem Blatt Schmierpapier nehmen. Und ich tauche mir aber da jetzt den Pinsel so richtig, gehe mit dem Pinselbauch richtig rein. Und während mein Blatt noch feucht ist, kleckse ich ein bisschen hier drüber. Das ist wichtig, dass es noch feucht ist, damit diese kleinen Sprenkel auch im Blatt sozusagen versinken. Da, wo sie es nicht tun, weil es vielleicht schon trocken ist, gehe ich noch mal rein und drüber. Und was ich damit erreiche, ist, dass ich damit einfach noch so eine kleine Struktur, noch so ein paar Farbkleckse, also wirklich wortwörtlich ein paar Farbkleckse mit ins Spiel bringe. Wenn man sich so ein Blatt mal anschaut, dann haben die oft so kleine Pünktchen oder kleine Farbtupfer. Das zaubert die Natur einfach von ganz alleine. Und wir können das einfach mit so ein paar Klecksen erzeugen. So, da wo mir noch ein bisschen zu viel Struktur ist, gehe ich einfach nochmal rüber. Ihr könnt auch jederzeit nachträglich, wenn es trocken ist, nochmal ins Wasser reingehen und nochmal die Farbe anlösen und so ein bisschen die Pigmente hin und her schubsen und so verteilen, wie ihr sie haben möchtet. Und ich finde diesen Rotbraunton so, so schön. Deswegen gehe ich da wirklich auch immer wieder rein und gehe nochmal hier an der Blattader damit entlang. Wenn es jetzt wirklich noch sehr, sehr feucht ist, dann würde ich lieber warten, weil sonst verläuft das hier ein bisschen. Und das sind jetzt ein paar Feinheiten, ein paar Details und Linien, die sollten schon genau zu sehen sein und die sollten nicht unbedingt zerlaufen. Auch hier den unteren Teil meiner Blattader, also das Stiel des Blattes, das mache ich ein bisschen dicker und das mache ich eben auch in diesem Farbton. Und dann ziehe ich nochmal die langen Arme, mit denen wir gestartet sind, unser Gerüst sozusagen, die ziehe ich nochmal nach. Kann nämlich sein, dass die nicht mehr wirklich zu sehen sind, weil wir da so ein paar Mal drüber gegangen sind. Und die sieht man ja bei so einem Ahornblatt auch ziemlich doll. Und die kann man auch wirklich bis zum Ende ziehen, muss man nicht. Und was man auch machen kann, aber auch wiederum kein Muss, ist noch so weitere Blattadern hier so ganz leicht andeuten. Ich mache da nicht alle, wirklich nur so ein paar, dass man nur so ganz ein bisschen, so einen ganzen Hauch davon sieht. Und dann habe ich mein Blatt fertig. Und ihr könnt da natürlich mit Farben spielen. Ihr könntet da noch ein bisschen Rot mit reintupfen, so wie es in der Natur eben auch ist. Da sieht jedes Blatt anders aus und jedes Blatt hat wunderschöne Farbverläufe. Das waren jetzt hier meine 4 Farben, die ich benutzt habe und das ist eben draus geworden. Und als nächstes zeige ich euch noch ein Eichenblatt. Da rutsche ich einfach mal hier hoch in die Ecke, damit wir unser Papier maximal ausnutzen. Und das Besondere ist an so Herbstlaub, was ich wunderschön finde, ist, dass man sich das dann, wenn es trocken ist, so schön ausschneiden kann. Man kann das ins Bild mitlegen, man kann das einfach als Deko für den Hintergrund, vielleicht auch als Deko für zu Hause, kann man ganz viel mitmachen. Also traut euch ruhig, auch einfach so ein Blatt mal wild loszulegen. Und wenn euer Blatt besonders gut gelungen ist, dann könnt ihr das ja ausschneiden und vielleicht noch anderweitig nutzen. Als nächstes geht es an unser Eichenblatt
Und da ziehe ich auch wieder für den Start einmal eine Linie, die ist leicht schräg. Und was ich vorher immer gemacht habe oder früher, ist, dass ich einfach so vom Gefühl dachte, boah, das Eichenblatt, das macht richtig Paddy, das geht sofort, boom, raus, Wolken, Wolken, Wolken und geht unten wieder zusammen. Wenn man sich so ein Blatt aber mal anschaut, ich bin leider nicht so gut vorbereitet und habe keins hier liegen, dann sieht man, dass das gar nicht unbedingt so ist. Und zwar ist es unten oftmals so, dass dieses Blatt so ein bisschen sanft losgeht. Das wird auch nicht unbedingt von klein nach groß nach immer größer. Oftmals sind die so ein bisschen langgezogen, diese Eichenblätter. Und auch diese Rundungen, so nenne ich sie jetzt mal, die sind ganz unterschiedlich. Da ist mal eins größer, so wie hier, und eins wird dann wieder kleiner und dann wird vielleicht doch noch eins größer. Also da kann man so ein bisschen, das ist wie so eine Entspannungsübung, so ein bisschen rauf, runter. Hier oben kommt das dicke Ende und hier auf der anderen Seite mache ich es mal nicht ganz synchron. Da startet es ein bisschen enger. Da haben die Puckelis noch nicht so wirklich die Möglichkeit gehabt, sich zu entfalten. So nenne ich das jetzt mal. Und so ungefähr wird es zum Schluss aussehen. Das Tolle ist, man kann eben noch, wenn man sich sagt, oh, das soll noch mal dicker sein, mit den Caran d'Ache auch noch mal drüber gehen und dann wird es noch mal ein bisschen dicker. Oder ihr sagt, oh, dieser dicke Huckel und dahinter so ein kleiner, den will ich auch noch mal größer machen. Also da kann man ganz entspannt rangehen und eigentlich ist es wie so eine Schlängellinie um den Strich herum. Und was mir eben geholfen hat, ist festzustellen, hey, das geht nicht gleich riesig los, sondern eher in kleinen Bewegungen. Ich zeige es euch nochmal mit einem schwarzen Stift daneben. Das hilft ja oft auch manchmal, wenn man sich so einen kleinen Sketch daneben macht. Also eher hier unten schmal anfangen. Müssen auch nicht immer perfekt rund sein. Man kann auch mal einer ganz ausbrechen sozusagen aus dem Ganzen. Dann noch unser Stiel dran. Und das wirkt natürlicher. Denn so ein Eichenblatt sieht man eher weniger. Bestimmt gibt es irgendeinen anderen Baum, der so ein Blatt hat. Aber vom Gedanken her sanft starten, ein bisschen dicker werden und oben vielleicht wieder ein bisschen zusammenkommen. Und hier läuft das Ganze genauso ab. Ihr könnt euch entscheiden, was für Farben ihr in eurem wunderschönen Eichenblatt haben wollt. Ich liebe diesen Olivton. Es ist Dunkeloliv. Es gibt auch noch Helloliv, ist auch total die schöne Farbe. Und ich schraffiere da nur so ganz leicht drüber. Was haben wir noch? Was könnte man noch mit einbauen? Unser Goldocker passt auch perfekt zum Herbst. Und oben hat sich unser Blatt einfach schon mal goldgelb, so heißt auch diese Farbe, verfärbt. Das bauen wir oben also auch mal rein und vielleicht zwischendurch auch noch ein bisschen. Also ihr könnt da drauf losmischen, könntet es wie gesagt auch so lassen oder ihr geht danach mit schön Farbe rein. Wieder darauf achten, hier und da ein paar kleine Weißräume. Wenn man merkt, oh, das fällt mir schwer, so Weißräume erzeugen zu lassen, dann tupft einfach mal so ein bisschen wild umher. So wild, dass ich sogar meine Umrandung komplett verfehle. Und dann entstehen vielleicht manchmal schon so kleine Weißräume und die lässt man dann wirklich bewusst frei stehen. Oft ist es so, dass das Loslassen am schwierigsten ist und man einfach diesen Drang hat, ich muss dieses Blatt ausmalen. Also achtet mal bewusst drauf, vielleicht als kleines Mantra, bevor ihr loslegt, ich lasse Weißräume zu. Vielleicht gelingt es dann ein bisschen besser. Das hier sind ein paar viele. Da gehe ich jetzt nochmal ganz sanft hier so ein bisschen drüber. Und wenn ihr merkt, boah, dieser Unterschied hier ist mir zu groß, da geht es mir zu extrem vom Olivgrün ins Gelb rein, dann könnt ihr da jederzeit auch mit euren Caran d'Aches noch da fällt er mir glatt aus der Hand, noch nacharbeiten. Lasst euch Zeit bei dem Vorgang und das Papier verträgt es, wie gesagt, ihr könnt da immer wieder mit Wasser und Farbe rauf und runter und nacharbeiten.
Zum Schluss braucht es dann unbedingt auch hier noch Blattadern, die sind ganz markant beim Eichenblatt und die solltet ihr unbedingt mit einbauen. Ich bin gerade wirklich mit dem Stift direkt ins Feuchte gegangen, dann kriegt ihr so eine ganz rohe, feuchte, deckende Struktur. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es wirklich schön trocknen. Ihr könnt dann wieder, wie zuvor, euch die Farbe auftragen und vielleicht von da abnehmen. Das geht auch wirklich immer wieder, selbst wenn die schon getrocknet ist, könnt ihr mit Wasser reingehen und habt sie dann wieder auf dem Pinsel. Und damit könntet ihr jetzt genauso hier reingehen. Aber ich lasse das Ganze jetzt trocknen und habe somit meine beiden wunderschönen Herbstblätter. Die werde ich mir dann später wieder ausschneiden. Und dann habe ich die schönste Deko bereit liegen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, im Herbst abzutauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat dir Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn du uns hier bei YouTube abonnierst. Du findest übrigens alle Produkte, die wir testen, in unserem Shop unter www.stifteliebe.de und natürlich sind wir auch bei Instagram, bei Facebook und seit kurzem auch auf TikTok.